Und Melody Sucharewitsch ist nun bei mir, israelische Politikberaterin. Schön, dass Sie bei uns sind. Wenn Sie jetzt auf diese aktuellen Angriffe auch schauen, nun gab es ja auch Angriffe auf Tel Aviv, die wir jetzt jüngst auch gesehen haben, rechnen Sie da zeitnah mit einer weiteren Eskalation? Also wird wirklich der Krieg auch mit Bodentruppen dann zeitnah beginnen? Eskalation ist ein zurzeit sehr viel gebrauchtes Wort. Ich würde sagen inflationär. Eigentlich stecken wir in einer Eskalation seit dem 7. Oktober. Denn seit am Tag nach dem Hamas-Massaker fing die Hisbollah bereits an, Raketen auf Israel zu schießen. Und das sind jetzt viele Monate, fast ein Jahr, knapp 10.000 Raketen. Bisher hat Israel versucht abzuwarten und diese wirklich strategische Gefahr, weil wir wissen ja, die Hisbollah vom Iran unterstützt und finanziert hat 150.000 Raketen, die auf Israel gerichtet sind. Diese strategische Gefahr auf diplomatischem Weg zu lösen, die Zeit ist jetzt vorbei, denn 80.000 Menschen in Israel sind nicht mehr in ihren Heimen, mussten den Norden evakuieren. Knapp 50 wurden bereits ermordet durch die Hisbollah-Raketen, darunter auch 12 kleine Kinder, die Fußball gespielt haben. Und so kann es nicht weitergehen. Und deshalb wird Israel natürlich jetzt alles dafür tun, um diese Gefahr aus dem Norden durch die Terrororganisation Hisbollah ein für alle Mal zu löschen. Aber ist das wirklich so jetzt erreichbar? Vor allem auch, ich sage mal, in relativ absehbarer Zeit. Denn wir sehen das ja, welche Folgen das auch im Libanon hat. Also ich meine, wir haben über 500 Tote, die von libanesischer Seite gemeldet worden sind. Die Angriffe sind also auch massiv. Was glauben Sie denn? Also kriegt man so das Ziel erreicht, dass auch im Norden Israels die Menschen wieder zurückkommen? Sie haben von den 80.000 ja gesprochen. Die Frage ist ja immer, was ist die Alternative? In dem Fall wäre ja die Alternative zum militärischen Weg der diplomatische Weg. Und den hat Israel jetzt 11 Monate lang versucht, mit Unterstützung der USA. Aber wir haben es halt eben nicht mit der Schweiz zu tun am Verhandlungstisch, sondern wir haben es zu tun mit einer Terrororganisation, die ja die Vernichtung Israels als strategisches Ziel hat und mit einem sehr mächtigen Drahtzieher hinter sich, Iran. Also gibt es ja hier in dem Sinne eigentlich keine Alternative als das zu tun, was Israel tun muss, um die Sicherheit der eigenen Zivilbevölkerung zu garantieren. Und eines sollten wir uns vor Augen halten. Die Strategie dieser Terrororganisation ist ja perfide. Ebenso bei der Hisbollah wie bei der Hamas. Die Zivilisten im Südlibanon, ebenso wie die Zivilisten für die Hamas im Gaza, werden ja als Kanonenfutter benutzt. Also Raketen werden ja bewusst in zivilen Orten, Häusern, Kinderzimmern und so weiter stationiert, damit, wenn Israel eben den Raketenangriff auf die eigenen Zivilisten stoppt, damit auch Zivilisten zu Schaden kommen. Das ist tragisch, das ist schlimm. Die Verantwortung ist bei den Terrororganisationen und die globale Gemeinschaft sollte alles tun, alles Mögliche tun an Druck eben auf die und ihre Drahtzieher, um diese perfide Strategie ein für alle Mal zu beenden. Frau Dr. Sucharewitsch, Sie leben ja eigentlich in Israel, sind auch Beraterin von Benny Gantz. Nun sind Sie in Berlin gewesen wegen einer Preisverleihung. Da gucken wir gemeinsam noch mal kurz drauf. Das Ganze, das war nämlich gestern Abend hier in Berlin. Die sogenannten Elnet Awards sind verliehen worden. Diese Auszeichnung, die würdigt herausragendes Engagement für die europäisch-israelischen Beziehungen sowie auch für jüdisches Leben in Europa. Und diese Elnet Awards, die gibt es seit 2021. In diesem Jahr, da wurden 4 Preise vergeben in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Kultur und Medien. Zudem wurde extra eben ein Ehrenpreis geschaffen, den Sie eben bekommen haben, Frau Dr. Sucharewitsch. Die Entscheidung, die hat eine ehrenamtliche Jury aus Experten und Personen des öffentlichen Lebens getroffen. Schirmherr der Veranstaltung war Bundesfinanzminister Christian Lindner. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie eben auch diese Auszeichnung bekommen haben. Wie wichtig ist das in Ihrer Arbeit für Sie persönlich auch? Ich habe das gestern auch bei meiner Rede gesagt. Das, was mir, den Angehörigen der Geiseln und eigentlich ganz Israel in dieser sehr, sehr schweren Zeit viel Kraft gibt, ist die Solidarität, die wir trotz den Hasshetzen, die wir im Internet und auf der ganzen Welt, auf Straßen in New York und leider auch in Berlin manchmal erleben, sie ist da. Und wir wissen, dass wir auch in Deutschland eine Armee von Menschen haben, die neben uns stehen, vor uns stehen und hinter uns und mit uns gemeinsam diesen Kampf gegen diese immensen Gefahren eigentlich für all das, woran wir glauben, in der freien Welt kämpfen. Und dazu gehört natürlich auch die Freiheit der immer noch 101 Geiseln. Also es ist bewegend, es ist eine wunderschöne und eine wichtige Anerkennung.
und gibt mir die Motivation, die ich aber natürlich sowieso habe, weiterzumachen und dafür zu kämpfen, dass die Geiseln nicht vergessen werden. Ja, die Geiselsituation ist ungeklärt. Wir haben ja jetzt auch bald am 7. Oktober dann eben den ersten Jahrestag dieses schrecklichen Angriffs der Hamas auf die israelische Bevölkerung. Wie machen Sie weiter? Sie haben ja in der Vergangenheit auch schon Aktionen am Bebelplatz gemacht. Wird sowas dann auch noch mal kommen? Absolut, ja. Den Bebelplatz haben wir in der Tat für 3 Wochen umbenannt in den Platz der Hamas-Geiseln mit der eindrucksvollen Installation und auch einem richtig nachgebauten Hamas-Tunnel. Und das war wichtig, weil es hat der Bevölkerung zu spüren gegeben, wenigstens im Ansatz, diese tagtägliche Tortur, die die Menschen im Gazastreifen, unsere Geiseln dort erleben, in den Terrortunneln der Hamas. Und genau das tun wir jetzt wieder. Zum 7. Oktober. Wir bauen den Platz der Hamas-Geiseln dort auf und möchten an diesem historischen Platz, in dem die Nazis die Bücher von jüdischen Autoren verbrannt haben, jetzt die Bücher aus den verbrannten Häusern im Kibbuz Be'eri zeigen, gemeinsam mit anderen Installationen einer Sanduhr, die darauf hinweist, dass das Leben, die Zeit der Geiseln Tag für Tag immer kürzer wird. Und eben dem Tunnel. Und wir hoffen sehr, dass wir das rechtzeitig bis zum 7. Oktober schaffen. Wir haben in Berlin ein wundervolles Supportsystem. Wir haben hier einen regierenden Bürgermeister, der sich erst vor wenigen Tagen bewegend, klar und in einer sehr, sehr eindrucksvollen Weise geäußert hat, seine Solidarität zu Israel und zu den Geiseln. Und ich bin sicher, dass wir das noch zeitnah schaffen, obwohl es leider jetzt momentan seitens der Polizei Sicherheitsbedenken gibt. Aber wir bleiben optimistisch und sehen uns hoffentlich am 7. Oktober am Bebelplatz. Und Sie erlauben mir noch einen Kommentar dazu. Es läuft momentan eine Crowdfunding-Kampagne, denn die Ressourcen sind natürlich limitiert, die uns zur Verfügung stehen. Und jeder, der spenden möchte und einen Teil seine Solidarität ausdrucken möchte mit den Geiseln, soll es bitte tun. Platzderhamasgeiseln.de. Danke Ihnen ganz herzlich und herzlichen Glückwunsch nochmal und ja, viel Kraft für das weitere Engagement. Danke Ihnen.